Moin, moin. Bevor wir jetzt in diese Folge der Creator Insights gehen, wollte ich euch auch einmal kurz darauf hinweisen, dass diese Folge von Spyderco unterstützt wird. Und jetzt ganz viel Spaß mit den Creator Insights für den November 25. Moin, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tims Sprachnachrichten. Und wir sind jetzt nach einem Monat unfreiwilliger Pause aufgrund von technischer Schwierigkeiten wieder in den Creator Insights. Ja, es liegt irgendwie immer an mir, ne? Ich weiß. Ich sagte nur technische Schwierigkeiten, Ja, ey. Dass du das jetzt auf dich nimmst, finde ich fair. Ja, mach ich. Einer fürs Team hier gerade. Nee, wir wollten ja letzten Monat schon über Spyderco reden. Mhm. Und dann hat das ja leider nicht so ganz geklappt. Also das Gespräch hat geklappt bis Das Gespräch nach war 20 wunderbar, hätte ich Minuten. gesagt auch, ja. Bis nach 20 Minuten und auf einmal war so alle kaputt. Ja, und deswegen setzen wir uns heute nochmal zusammen und haben das Thema jetzt quasi auf den November gelegt. Ja, genau. Und ja, wir reden über Spyderco. Warum reden wir über Spyderco, Falk? Weil wir beide Spyderco Ambassadors sind. Und da so ein bisschen mit drin hängen und da so ein bisschen was mit zu tun haben. Und beide auch recht große Fans von Spyderco sind, muss ich sagen. Wir sind Spyderco Markenbotschafter für die Leute, die mit dem Titel Ambassador gerade nichts anfangen konnten. Okay. Genau. Und ich weiß gar nicht. Lass mal anfangen, wie wir zu Spyderco gekommen sind, oder? Einmal so ein bisschen weiter ausholen, damit man das ein bisschen besser nachvollziehen kann, warum haben wir damals bei dem Gespräch ja auch so gemacht, tatsächlich halt eben auch. Und ich glaube, da hatte ich auch erzählt, dass mein erstes preisintensiveres Messer, was ich mir damals gekauft habe, das Tenacious war. Das Spyderco Tenacious. Und das hat mich damals schon komplett abgeholt, ne? Also ich meine, viele fangen ja anders an oder steigen da anders ein, so wie du ja auch. Ja, wobei, wie lange ist das jetzt her? Das sind locker 2,5 Jahre. Okay, also ich kann mich noch gut daran erinnern, 2021 war das Tenacious noch so ein 50-Euro-Messer. Ja. Ne? Genauso wie das Elementum von CVV. Ja, genau. Das waren immer so die beiden goldenen Empfehlungen für den Einstieg. Ne? Entweder nimmst du das Tenacious oder das Elementum, beide sind gut sozusagen. Ja. Wie fing das bei dir an? Welches war dein erstes Spidey? Mein erstes Spidey, ja. Also ich habe, um das vorwegzunehmen, ich habe nicht mit dem Tenacious angefangen, ich habe tatsächlich mit dem Elementum angefangen, das liegt hier ja auch immer noch. Also haben wir jetzt beide Seiten quasi. Genau. Und dann, als es für mich dann in die etwas höherpreisigeren Messer ging, also in die Preisklasse über 100 Euro, war mein erster Griff über Knives and Tools tatsächlich auf das Paramilitary 2 und das Para 3. Ja, also es war dann halt, nicht nur eins, das mussten dann halt direkt beide sein, weil ich mich bei der Größe nicht entscheiden konnte. Habe ich halt direkt das PM2 und das Para 3 genommen. Und das war quasi meine Einstiegsdroge. Und seitdem sind das tatsächlich auch, glaube ich, mit allem wieder weggeben. Wenn ich jetzt so eine Strichliste über die letzten Jahre geführt hätte, müsste das PM2 diese Liste ganz, ganz weit oben anführen, so viele wie ich jetzt schon gehabt habe. Und du hast sowieso eine spezielle Liebe zu dem PM2. Ja, ich finde das Messer halt einfach unfassbar genial. Ich muss sagen, ich bin ja extrem der Fan von Para 3 und habe jetzt seit, wie lange habe ich das PM2 jetzt liegen? Eine Woche, ne? Ja, ungefähr 1,5 vielleicht. Ja. Und ich komme langsam in die Richtung zu sagen, dass du nicht verkehrt liegst. Obwohl ich ja auch zu dir die ganze Zeit meinte, an das Para 3 kommt für mich nichts ran, weil, ne, einfach Formfaktor, Größe, Pipapo, alles Mögliche dabei ist, was für mich genau extrem passt. Aber die Faktoren, die du meintest, die schlagen jetzt zu Buche und das PM2, könnte ein goldener Favorit für nächstes Jahr auf jeden Fall auch werden, muss ich sagen. Ja, es ist halt, also das Para 3 habe ich halt nach wie vor auch, gehört nach wie vor zu meinen Top 5 Spydercos. Aber wenn man die beiden so in
in einer Nussschale in a nutshell quasi steckt und miteinander vergleicht, ist für mich das Para 3 halt, liegt das einfach ein Hauch hinter dem PM2. Ja. Das ist einfach so, weil das ja einfach, ich sag mal, komprimiert worden ist in den Dimensionen und das PM2 dann einfach in dem, was es tut, in allen Formen ein bisschen besser ist, aber das Para 3 natürlich aufgrund der Größe fürs EDC und für die Hosentasche per se ein bisschen angenehmer zu tragen ist als das größere PM2. Weil ich meine, da ist ja auch schon so, ich glaube, gute 1,5, 2 Zentimeter in der Größe drin. Ja, locker. Und das Ja, merkst du halt auf jeden Fall. das merkst du wirklich. Ja, also für mein Empfinden ist das halt so, wenn man sagt, boah, ich bin richtiger Spyderco-Fan, hat man beide so gefühlt, ne? Jo, Oder hat sollte sich man auf jeden zumindest Fall mit mal in der beiden Hand mal, gehabt haben. genau, sollte sich mit beiden mal beschäftigt haben, weil das halt, also wenn mich jemand fragt, hey, was sind denn so die 3 goldenen oder die Dreieinigkeit der Messerwelt, ist das für mich das PM2, das Para 3 und das Packout. Ne? Und allein, dass PM2 und Para 3 da zusammen drin stehen, ist halt, ich glaube, schon aussagekräftig genug. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es kommt halt immer darauf an, was du halt eben auch machst. Ne? Also ganz ehrlich, fürs EDC, für mich reicht das Para 3 in allen Bezügen komplett aus. Und ja, keine Ahnung. Da kam für mich auf jeden Fall auch jetzt von Spyderco so nicht wirklich irgendwas großartig dran. Ja, Ja, das jetzt Ding das ist, Shaman noch, aber das Shaman ist wiederum halt eben eine ganz andere Sparte. ja, das ist ja schon ein richtiger Taschenpanzer, ne? Das ist ja Aber ja, Mann, doch. das ist schon ein Malocha-Messer, ne? Aber Malocha-Messer, ja. ja, wo du gerade so die EDC-Barkeit von Messern angesprochen hast, über die ganze Zeit, die ich mich jetzt halt in diesem Hobby bewege, habe ich diverse Spydercos bei mir gehabt und konnte dann für mich auch ganz klar sagen, okay, das sind meine Top 5. Ja, du hast ja zum Beispiel auch einen Spidey-Chef bei dir, ne? Ja, das Techno 3 habe ich auch noch. Genau, das Techno hast du da auch noch liegen. Und unter anderem hatte ich dann einen Shaman hatte ich bei mir, Native 5 hatte ich bei mir in verschiedenen Varianten, UKPK in verschiedenen Versionen und so dann halt noch, ja, das Spidey-Chef hatte ich auch. Und so konnte ich halt dann und noch ein paar andere, ne? Es gibt ja noch das Pitts, das hatte ich auch schon mal in der Hand und sowas. Ja, bei mir ist es auch noch das Ambitious halt eben, ne? Das der Ja. kleine Lümmel da. Ja, Tenacious stimmt, gibt's ja auch noch, ne? Aber das war tatsächlich nie bei mir. Da hat immer so der letzte Funke gefehlt, weil für mich das Tenacious angefangen hat, hinter dem Stand der Technik zurückzubleiben. Und damit wurde das dann für mich irgendwann irrelevant, sag ich mal, ne? Und Ja. so über das, was ich dann jetzt so alles an Spydercos da hatte, habe ich wo du gerade die Siehbarkeit von dem Para 3 angesprochen hast, habe ich da zum Beispiel so einen Kandidaten, wo ich sage, okay, das ist noch besser ADC-bar als ein Para 3 und das ist Native 5. Okay, fair enough. Weil das halt noch mal eine ganze Ecke schlanker ist. Der große, ich sag mal in Anführungsstrichen, Nachteil bei dem Native 5 ist, dass das ist halt über einen Backlog verriegelt und nicht über diesen coolen Compression Lock. Compression Lock ist halt für mich einfach das absolute Nonplusultra. Also das ist die beste Variante eines Liner-Locks, die man haben kann, gefühlt. Weil es halt unfassbar viele Vorteile hat. Ja. Und ja, das Native 5 steht da halt dann für mich aufgrund des Verschlusses hinter dem Para 3, so von der rein faktisch gesprochen. So eine konkrete Reihenfolge habe ich in meinen Top 5 nicht, weil das auch immer so dann der Stimmung unterliegt, welches Messer ich jetzt gerade cooler finde als das andere. Natürlich hat man so 1, 2 klare Favoriten, aber im Großen und Ganzen ist das halt echt immer so Mood Swings, ne? Da hängt es dran. Natürlich. Stimmungsschwankungen und dann, ja, genau. Aber für mich auf jeden Fall, für die Leute, die das Native 5 noch nicht in der Hand gehabt haben, guckt euch das Ding mal an. Das ist tatsächlich ein richtig, richtig cooles Messer. Muss ich mir auch noch mal angucken tatsächlich, weil das catcht mich auf jeden Fall auch gerade noch. Also, da muss ich noch mal reingehen, glaube ich. Ich meine, wir haben jetzt nicht so diesen Fidget-Faktor wie beim Para 3 aufgrund des Backlogs, ne, der auch mit einer gewissen Spannung dann auf die Klingenwurzel drückt. Aber das ganze Teil ist halt noch mal eine Nummer kompakter als das Para 3. Und ich meine, ich lege das mal eben so rein optisch nebeneinander.
Ja. Oder übereinander vielmehr. Ja, von der Klingenlänge unterscheiden wir uns da quasi gar nicht. Das Para 3 hat vielleicht 3, 4 Millimeter mehr Klingenlänge, Ja. aber mehr halt auch nicht. Und dadurch, aber wir haben halt ein ähm, ganz viel schlankeres Messerdesign, so, ne? Aha. Das ist halt, also in der Höhe von dem Messer sind wir bestimmt 5, 6, 7 Millimeter schmaler als im Vergleich zum Para 3, ne? Und Mhm. das könnte man halt in der Hosentasche auch wieder sich bemerkbar machen, so. Aber da ist das halt wieder so eine Sache, du machst halt mit keinem was verkehrt, so. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und ganz ehrlich, ich hatte, boah, wann war die Challenge? Welcher Monat war das? Ich glaube, Juli, August, irgendwie sowas hatte ich das Body-Chef dabei. Und boah, weiß ich nicht, wie schwer mir das gefallen ist, das Ding aus der Hand zu legen, ehrlich gesagt, weil das Ding war halt wirklich für mich eine komplette eine komplett neue Nummer, ne? Hatte ich ja vorher auch noch nie in der Hand und hab's halt komplett lieben gelernt. Also das Teil kann so unfassbar viel und sieht dabei so Mhm. unfassbar geil aus. Also komplette wilde Nummer mit dem Ding, wirklich. Ja, Ja. auf jeden Fall. Wobei ich auch sagen muss, mein Ambitious damals, das habe ich auch Ewigkeiten getragen. Also in der Anfangsphase mit dem ganzen Spyderco, da weiß ich nicht, also das Tenacious und das Ambitious, boah, ich weiß nicht, glaube ich, habe ich tot getragen für mich. Also die Dinger waren dauerhaft dabei damals. Na, und dann kam halt durch Mhm. den Trade, ich weiß gar nicht mehr gegen was, ich weiß es wirklich nicht mehr, das Para 3 zu mir. Und da war ich ja dann auch das erste Mal so ein bisschen sehr angefixt davon, muss ich sagen. Und ja, seitdem ist die Liebe ein wenig größer geworden und sehr stark gewachsen, weil ja, machen halt eben einfach wirklich unfassbar gute Dinger, die Jungs. Ja, absolut. Ja, Und um jetzt noch mal kurz, bevor wir auf die Arbeit mit Spyderco so eingehen, für mich das noch mal eben anzuschneiden. Jetzt vor ein paar Wochen ist das Metropolitan auf den Markt gekommen von Spyderco. Das Metropolitan ist auch ein Slipjoint, ähnlich wie das UK PK, PK. PK, das United Kingdom Penknife oder das UK Penknife. Ist halt nur ein Hauch kleiner. Ne? Ja, Das ist jetzt nicht so groß wie das UK PK, aber die Funktionsweise ist genau die gleiche. Ne? Kann das einhändig öffnen, die Klinge wird offen gehalten über eine Rückenfeder und wir sind halt so, ja, upala, so rein optisch vom Gucken her, ne, will ich jetzt so trotz der sagen, Optik. ja, so 2 Zentimeter, 1,5 Zentimeter kürzer als das UK PK, aber man merkt es halt in der Handlage quasi gar nicht. Ja, Mhm. das Metropolitan liegt halt immer noch echt gut in der Hand. Kostenfaktor müsste auch unter 100 € sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Ich wollte gerade sagen, der Und Preis ist da auch echt fair bei dem Ding. ja, und vor allen Dingen, was das für mich halt das Paket so enorm abrundet, ähm, ist halt einfach, dass das Ding in Maniago gefertigt wird. Mhm. Und wir haben da halt einen M398 Klingenstahl dran. Ne? Also quasi die wird so gehandhabt wie die Weiterentwicklung des M93. Ja, und Oh, das super. für, ich glaube, ja, im Angebot auf jeden Fall unter 100, sonst wird das so um die 100, 110 € liegen, glaube ich. Ich Was jetzt halt gerade mal so, immer noch vollkommen geil ist, ne? Also ganz ehrlich, ja, so ein Ding für den Preis ist halt wirklich Wahnsinn. ja, wenn ich mal eben so ganz sporadisch so eine sehr spartanische Quersuche mache über diverse Seiten. Ja, so, ich glaube, im Angebot unter 100 passt. Ansonsten sind wir so um die 110. Ich Ja. denke, Also die das. einen steht in der Regel schon da halt eben, aber das ist es halt eben auch wert. Das passt. Das ist vollkommen okay. Ja, also ich finde, das Ding ist halt echt cool. Ich, also für mich ist das halt einfach, das UK PK ist halt einfach der absolute Klassiker. Das schlechthin. Aber das Metropolitan, wenn einem das UK PK zu groß ist, ist das Metropolitan eine brutal gute Alternative. Du hast ja eh beide bei dir liegen. Ich habe ja das UKPK habe ich ja auch, aber das Metropolitan habe ich ja zum Beispiel nicht. Hast du schon ein bisschen mit dem Metropolitan was machen können, dass du sagen kannst, du kannst ein Resümee ziehen oder einen Vergleich oder sowas? Ähm, Ungern, weil ich
ungern nach ein paar wenigen Nutzungen sage, boah, das ist besser oder schlechter als XY. Besser und schlechter brauchst du gar nicht sagen, aber ich meine, dass man halt eben mal guckt, Also, in welche Richtung das gehen könnte, weißt du? für mich ist das so, ich bin halt gespannt, was das langzeittechnisch macht, ne? Welches Mhm. Messer wird langzeittechnisch mehr in meine Hosentasche wandern, das Metropolitan oder das UKPK? Ich kann mir Mhm. vorstellen, dass es halt beim UKPK bleibt, weil es halt mir etwas besser in der Hand liegt, aber das Metropolitan tut es nicht schlecht, ne? Also der Griff schließt bei mir quasi genau mit dem Handballen hinten ab. Ja, okay, gut. Ähm, Weil du hast ja also schon doch recht das Ding große ist Hände, halt, deswegen, ne? Also so ist es ja auch nicht. das Ding ist halt so, wenn einem das UKPK zu groß ist, dann gehe ich zum Metropolitan. Vorher war der Sprung immer vom UKPK zum Urban und da ist der Größenverlust, sag ich mal, halt doch noch ein bisschen deutlicher. Ne? Da sind wir irgendwie so bei auf jeden Fall mindestens 2 Zentimetern, die wir Mhm. kleiner sind. Und das Okay. merkst du dann halt sofort. Ja. Ne? Und das Metropolitan schafft halt wunderbar diesen Größenspagat zwischen Urban und UKPK. Und ja, ist halt schwierig jetzt zu sagen, das macht das besser oder schlechter. Das funktioniert halt. Ich hatte es halt bis jetzt aber leider nur für ein paar Fotos. Habe mal ein Paket mitgeöffnet oder einen Brief oder so. Ja, Aber ja, die kleineren Sachen, ja. Mhm. ja, das schafft jedes Messer, ne? Ja. Ähm, da kommt es dann halt wirklich drauf an, wie sich das so im Alltag verhält. Spaßfaktor ist genau der gleiche wie beim UKPK. Wir haben einen Half-Stop auch, ne? Also es ist halt genau diese, ja, ich nenne es mal UKPK-Reihe oder diese Stadtreihe, ne? Wir haben Ja. auch noch das Squeak da drin, dieser ganz kleine Scheißer, dieser ganz kleine Boxcutter. Aber auch das ist cool, weil du dir das halt einfach in die 5. Jeanstasche stecken kannst. Und hast dann halt auch einen Boxcutter dabei. Und das Schöne an den Vieren, also UKPK, Metropolitan, Urban und Squeak ist halt einfach, dass es Slipjoints sind und wir da ganz beherzt zugreifen können und das Richtig. ganz beherzt in unsere Hosentasche stecken können, ohne uns da Gedanken machen zu Ja. müssen. Ich trage ja gerade jetzt den Monat das Pocket Bowie als Folder und hatte jetzt die letzten Tage noch so ein bisschen das UKPK mit dabei. Ähm, ich weiß nicht, ne? Aber so die ein oder andere Nummer war schon dabei, wo ich sagte, ja, nee, okay, gut, dann nehme ich eher das UKPK jetzt gerade halt eben. Ich weiß auch nicht, also das Ding ist, für das, was es ist, für diese simple Nummer, die es halt eben wirklich halt eben auch wirklich ist, so extrem geil. Also, keine Ahnung. Hatte halt vorher ja auch noch nie eins und jetzt schallert's mich ein wenig raus, muss ich sagen. Also finde ich wirklich fantastisch, das Teil, wirklich. Ohne Mist. So als Auf jeden kleines Fall. Backup oder wie auch immer mit dabei zu haben oder in der Pouch, die man nochmal in den Rucksack hat oder wie auch Für immer. mich ist das UKPK nicht mal ein Perfekt. Backup. Also, für mich ist das UKPK ein ganz klares primäres Taschenmesser. Mhm. Ne? Ich hatte es halt eben jetzt nur als Backup mit dabei, deswegen kann ich Ja, das ja. nur so sagen. Aber ja, mal gucken. Nächstes Jahr wird sich ja die ganze Nummer mit der Challenge ein bisschen verändern. Von daher mal gucken, wie es sich dann verhält. Und dann wird es auf jeden Fall auch mal den einen oder anderen Tag mitkommen. Für mich ist die Challenge nächstes Jahr vorbei. Ja, ja, deswegen, das meine ich ja damit. Ja. Ja, genau. Also, wir haben beide hier diverse Spydercos liegen. Wir schätzen und lieben diese Marke. Die Marke begleitet mich jetzt schon die ganze Reise durch die EDC und Messerwelt. Ist für mich auch ein sehr emotionales Thema irgendwie dadurch, Mhm. Mhm. weil, ja, ich meine, als das PM2 hier angekommen ist und ich das ausgepackt habe und in der Hand hatte, dachte ich so, boah, scheiße, wie krass hast du das das PM2 in deiner Sammlung vermisst? Ja, Weil das bis dahin Gespräch erinnere ich mich auch noch. hatte ich noch nicht wieder eins, ne? Ja. Und das war dann halt wirklich so der Punkt, boah, Alter, ne, das habe ich gebraucht. Ich wusste nicht, dass ich es gebraucht habe, aber ich habe es gebraucht und dann habe ich dir auch gesagt, das ist so krass, wie bewusst mir gerade wird, dass das PM2 echt ein Grail von mir ist. Auch wenn ich hier ganz andere Messer in anderen Preisklassen liegen habe, ist das PM2 für mich einfach echt. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Teil, wenn man alles dran gibt, ist das so ein Ding, was bleiben könnte. Das habe Ne? ich dir ja letztes Mal zu dem Para 3 auch gesagt. Genau das Gleiche. Weil das Ding ist einfach halt eben wirklich, ne, wenn du es hast und das schätzen weißt und weißt, was du halt eben wirklich auch daran hast,
dann ist es komplettes Grail-Messer. Komplett, zu 1000%. Absolut. Ja. Und ich habe jetzt 2 und ich bin mir felsenfest sicher, dass diese beiden und mein DM2, dass die 3 die Sammlung niemals verlassen werden. Also da kannst du mir hinhalten, was du willst. Die bleiben. Das Spidey-Chef auch, tatsächlich. Ja, Also ja, da wird sich definitiv. nichts dran rütteln. Also, ich will jetzt eigentlich auch schon so eine Kiste aufmachen, wo die ganzen Spider-Cos drin sind. Und da Einen dann auch einzelnen nur so, Spidey-Koffer, ja. ja, und dann so einen kleinen Spider-Co-Schrein aufbauen. Weil Spider-Co jetzt gerade, wann hat das angefangen, um da jetzt mal drauf einzugehen? Ich glaube, letztes Jahr hat Spider-Co Plätze für Markenbotschafter ausgeschrieben und man konnte sich darauf bewerben. Und dann haben wir gesagt, so, hey, komm, was können wir verlieren? Ne? Lass mal einfach machen. Haben dann da eine Bewerbung hingeschickt und geschrieben, wer wir sind, was wir machen, was uns antreibt und hast du nicht gesehen. Und dann hat das ja echt eine ganze Zeit gedauert, bis dann kam so, hey, ja, ihr seid dabei. Ja, ich Und glaube, die dann, Wartezeit, vor allem die Wartezeit, die war ja wirklich ewig. Also ich glaube, wir alle wissen, ich bin mit Zeiten jetzt ein bisschen schwierig, aber gefühlt waren das 2, 3 Monate, bis da eine Antwort kam. ja, genau. Und dann, die kam ja dann Anfang des Jahres Mhm. mit dem entsprechenden Wisch, ne? Den wir dann ausgefüllt haben und so zurückgeschickt haben. Und dann hat das ja noch mal eine ganze Zeit lang gedauert. Ne? Und dann ging es ja irgendwie im Mai oder Juni ging es dann erst los. Ja. Ne? Wo dann wirklich kam so, hey, yo, wir starten jetzt. Ja. Und Aber ist auch gut, weil die Jungs haben sich scheinbar für das Programm auch recht viel Gedanken gemacht und Zeit genommen dafür, weil seit dem Punkt, wo es hieß, yo, alles klar, jetzt geht's los, geht's auch los. Also ich meine, der Kontakt, den wir halt eben dazu haben, der ist, boah, weiß ich nicht, also der ist schon heftig gut. ja, auf Ne? jeden Fall. Und seitdem gehen die Jungs da auch voll rein mit uns zusammen und weiß nicht, ich hatte noch nie so ein, ich würde schon fast sagen, perfekten Ansprechpartner für eine Marke wie in dem Fall halt eben. Ne? Das stimmt, ja. Wenn man eine E-Mail schreibt, dann kriegt man auf jeden Fall innerhalb der nächsten Stunden aufgrund von Zeitverschiebung auch gerne mal einen halben Tag oder so. Kriegt man aber auf jeden Fall ziemlich zeitnah eine Antwort, ne? Ja. Ohne dass man anfängt, Däumchen zu drehen. Das ist bei anderen Marken auf jeden Fall der ganz gegenteilig der Fall. Ne? Und da ist es halt, also die Zusammenarbeit macht halt einfach so viel Spaß. Da wird jetzt im November noch einiges an Content kommen aus meiner Seite. Weil ich da noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen werde, was so meine ganzen Top 5 Spider-Cos angeht. Ich habe noch die Slipjoints hier liegen, da werde ich auch noch mal im Detail drüber reden. Weil die Slipjoints für uns halt einfach, ich glaube, so das eine absolute Nonplusultra sind. Jetzt gerade, wie vorhin schon drauf rumgeritten mit dem Metropolitan, da noch mal eine echt gute Variante dazugekommen ist. Ja, genau. Also die Zusammenarbeit mit Spyderco Stand jetzt ist für mich ein heiliger Gral der Partnerschaften, Ja, weil kannst du damit wirklich so einfach, sagen, ne? weil da einfach ganz viel Emotionalität mit eingebunden ist und vor allen Dingen dann, wenn man dann noch so einen Ansprechpartner hat, der halt wirklich selber auch einfach komplett der Messernerd ist und man dann anfängt halt E-Mails zu schreiben wie WhatsApp-Nachrichten und sich dann auch nicht nur die ganze Zeit darüber unterhält, was man als nächstes Projekt machen könnte, sondern auch einfach so mal schreibt, was gerade so abgeht. Das ist schon echt cool und das macht halt die ganze Zusammenarbeit noch mal irgendwie ein bisschen besonderer. Ja, na Mehr klar, die Nähe besonders. die Ne? die die Nähe dazu ist halt 'ne ganz andere, ne? Also, wenn wir da Ja, aus unserer Sicht sprechen, halt eben, da ist 'n ganz anderer Bezug dazu, als wenn du halt eben, sage ich mal, als außenstehende Person da halt eben drauf zuguckst. Weil das ist ja, keine Ahnung. Ich meine, hätten wir uns beide, glaube ich, auch nicht vorgestellt, dass wir, an dem Punkt mal sind irgendwann, dass man in der Richtung mit Spyderco mal reden kann. Aber ja. Ja, vor allen Dingen, man kann halt eben auch gucken, dass man auch Sachen antreiben kann, ne? Ideen mal vorschlägt oder Verbesserungsvorschläge halt eben auch noch mal antreibt. Da hast du ja auch relativ viel mit unserem Kontakt geredet, halt eben auch in der Richtung. Also das ist schon echt richtig, richtig heftig, wie wir da halt eben auch reingehen dürfen, ne? ja, auf jeden Fall. Also da haben sie uns echt eine Tür geöffnet.
ich dachte halt so, ja, okay, ne, Markenbotschafter, dann kriegst du so ein bisschen was rumgeschickt und dann Kriegst 'n erzählst du ein Affiliate-Link, bisschen ne, und sowas, dann ja, ja, und dann ist gut. ja. Aber das ist tatsächlich, ja, Markenbotschafter auf der einen Seite, aber tatsächlich fühlt sich das über den ganzen Kontakt und der Transparenz und Offenheit von Spyderco auch einfach so an wie eine Partnerschaft und nicht nur wie, ja, hier, du bist Content Creator für uns. Genau, Ne? mach Und mal das ist Bilder, halt, damit wir mehr verkaufen. Ne, so ist es halt gar nicht, ne? ne, das ist so, ey, das ist eine geile Idee, ja, komm, let's go. Ne? Also die sind da selber immer ziemlich schnell Feuer und Flamme für. Ja. Und ja, Spyderco für mich auf jeden Fall damit, also ich habe so viele krasse Marken hier, mit denen man mittlerweile zusammenarbeitet. Aber Ja, ich same, glaube, ja. Mhm. an keiner Marke hängt für mich gerade so viel Emotion und Herzblut wie an Spyderco. Weil mich diese Marke einfach das ganze EDC-Leben schon begleitet. Der Einstieg in höherpreisige Messer über das PM2 und das Para 3 passiert ist. Und jetzt einfach die Möglichkeit zu haben, nachdem ich diverse Spydercos selber hatte, so eng mit den Leuten zusammenzuarbeiten, Mhm. ist wirklich einfach so ein Ding, davon hätte ich halt nie geträumt. Ne? Genau. Spyderco war immer so eine Marke, nee, Alter, ne, ja, kann man ja mal, auf gut Glück kann man die ja mal anhauen, ob man da nicht was machen will. Ja, komm, wir versuchen auf gut Glück mal diese Bewerbung auf diesem Platz des Markenbotschafters und so. Und dann kriegt man da die Zusage und den Zuschlag und kommt dann so in den Kontakt rein. Das braucht alles Ewigkeiten und man fängt zwischen an, sich schon zu überlegen, so, boah, ob das überhaupt noch was wird, ne? Kriegen wir Genau. jetzt doch noch im Nachgang doch noch eine Absage? Ne? Wie läuft das? Ne? Absolute Ungewissheit und auf einmal kriegst du dann eine Mail von deinem Kontakt. Ja, moin, hier, lass schon mal loslegen, ne? Bam, bam, bam. Und dann kommt der Stein nicht ins Rollen, sondern der Die fliegt. Lawine ist Ne? im Also, das Anmarsch, ist genau. so, das ist unfassbar, wie schnell das im, im Niveau und im Kontakt auf einmal eskaliert ist, weil das dann auch einfach für uns so viel einfacher ist, Ja, in diesen komplett. Kontakt zu gehen, wenn du halt da jemanden hast, mit dem man schreibt, der selber auf deine Ideen und Vorschläge sehr offen reagiert, aber auch dann zeitgleich ganz klar sagt, so, das geht nicht. Und das macht es uns halt so unfassbar einfach und die Zusammenarbeit auch so rund und im Ja. Verlauf so flüssig. Ne? Das ist halt, ja, Spyderco von allen Partnern, die ich hier liegen habe, auf jeden Fall mein absoluter Grail-Partner. Und ist halt einfach, ja, einfach geil, Ja, ist einfach da, geil, ne? das da sagen zu können, Was soll man mit dazu sagen? mit ganz geschwollener Brust sagen zu können, ey Leute, ich bin Spyderco Markenbotschafter. Ja. Und das ist halt, das, wenn man das so sagt, auch jetzt, wo ich das gerade noch mal gesagt habe, hat das irgendwie für mich Gänsehaut. ein ganz bestimmtes Gewicht in der Aussage. Für mich persönlich. Ja. Einmal, weil ich mich da selber einer sehr großen Verpflichtung gegenüber sehe, weil ich meine eigenen Erwartungen gegenüber Spyderco natürlich erfüllen will und erfüllen werde und erfüllt habe. Und das halt zeitgleich Spyderco dann auch so sagt so, hey, ja, hast du davon irgendwie ein Transkript von der Folge oder so, ne? Wir wollen da mal reinhören und so. Und dann versuchst du das hier und da und dann schreibst du denen so, ja, krieg ich gerade irgendwie nicht so ganz hin, irgendwie will das alles nicht. Ja, kein Problem, alles cool. Und dann so einfach, ne? Der Austausch ist halt, die haben halt auch einfach Bock, den Content selber zu konsumieren, den man macht. Ne? Und das ist halt schon, ja, es Ja. ist einfach Und ich schön. meine, die schicken dir ja nicht, ne, die schicken uns dann nicht Sachen raus, um dann zu sagen, jo, gut, alles klar, sondern die wollen ja halt eben auch sehen, ne, wie es halt eben läuft, wie es ankommt und wie es halt eben auch einfach weiterhin funktionieren kann, weil ich sag mal, das ist ja für die auch eine riesengroße Nummer, ne? Weil so in dem Konstrukt, weiß ich auch nicht, also da kenne ich jetzt nicht so viele Marken, die da halt eben so mit dem Thema umgehen. Ja, ja. Ne? Und deswegen, da ist es aber halt eben Absolut. auch dann wiederum eine Nummer, dass man sagt, ey, okay, gut, man legt vielleicht ein, zwei Projekte erstmal kurz beiseite, ne? Außer die haben natürlich eine Deadline oder wie auch immer, das ist ganz klar, aber
wenn Spidey sich meldet, dann ist es auch so, dass ich sage, okay, gut, alles klar, ich guck mal in den Zeitplan und wenn es reinpasst, dann sind die Jungs als erstes dran. Das macht es halt eben komplett einfach dann. Ne? Mhm. Also so ist es bei mir zumindest halt eben einfach, weißt du, deswegen. Ja, also wenn ich eine Idee habe, dann gehe ich halt auf die zu Ja. und, sage denen halt so: „Hey, die und die Idee habe ich. Das und das wäre der mögliche Zeitplan dahinter.“ Und dann sind die immer so: „Ja klar, alles cool. Wenn es dir passt, dann passt's, ne? Mach mal, was brauchst du?“ So. Und das ist Ich habe halt da eine so Idee, ich bräuchte mal kurz 'n Nirvana. das ist halt so 'ne das ist halt so krass verbunden mit 'ner Leichtigkeit. Das ist halt schon enorm, ne? Ja, Und der Vertrauensvorschuss, der da kommt, ist halt auch einfach sehr extrem, ja. Und was ne? ich sagen muss, ich bin auch echt gespannt, wie das nächstes Jahr wird. Ich bin gespannt, wie das mit den nächsten Releases wird. Und, na ja, vor allen Dingen, guck mal, ich meine, wir machen das Ganze noch nicht so ewig für die. Deswegen mal schauen, inwieweit das sich nächstes Jahr halt eben auftürmen wird oder auftürmen kann. Das ist halt auch super spannend zu sehen, ne? Wir fangen jetzt gerade halt eben an, sind da mit drinne und, ja, jetzt werden wir sehen, wohin uns das bringt und wohin das Ganze führt. Das finde ich halt super geil, ne? Da werden wir uns bestimmt Ja, irgendwann noch mal dran erinnern. Hier, November 25, da haben wir kurz drüber gequatscht und dann mal gucken, wo wir in einem Jahr stehen mit der ganzen Nummer. Das wäre echt witzig zu sehen. auf jeden Fall, Ja. ne? Ja, auf jeden Fall für euch die Empfehlung, wenn ihr Bock auf Spyderco-Content habt, bleibt auf jeden Fall bei Falk und mir am Ball. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar sehr coole Reihen geplant für das, was hier jetzt gerade bei mir auf dem Tisch liegt. Ich habe mir das jetzt für die Aufnahme alles mal vor mich gelegt und habe dazu noch ein paar ganz coole Projekte im Kopf, über die ich, berichten möchte oder in denen ich über Dinge berichten möchte, die ganz klar mit Spyderco in Zusammenhang stehen und, mal schauen, was da in Zukunft noch so kommt. Ja, Also, ich bei habe da mir vor allen Dingen Bock auf den Content, weniger also, für mich steht halt einfach so diese Möglichkeit, so krass im Vordergrund auch mal mit Sal Glasser oder so zu quatschen und den hier im Podcast einfach mal zu interviewen, ja. steht so krass im Vordergrund, viel mehr als irgendein neues Release oder irgendein Nirvana. Das ist mir da im Vergleich, wenn die mir sagen, so, hey, du hast die Wahl zwischen Nirvana oder ein Interview mit Sal Glasser, sage ich ja, scheiß auf das Nirvana, gib mir das Interview, weil ich da mit dem reden will. Da ist mir das Produkt und das, wie krass auch immer das Messer sein würde, vollkommen egal. Ich habe Ist Bock dann auf den erstmal Kontakt Wumpe, mit ja. dem Menschen Ja. und halt da einfach reinzugehen. Und das ist halt das, was für mich diese Zusammenarbeit auch auszeichnet. Nicht, dass ich hier das und das zugeschickt bekomme, sondern einfach so einen entspannten Kontakt zu haben, mit dem man reden kann, mit dem man auch über Dinge spricht, die nicht unbedingt mit EDC zu tun haben, dass man auf einmal über Fotografie redet und generell über Freizeitbeschäftigung neben dem ganzen Messerthema und sowas, dass es halt auf einmal wirklich eher so ein kumpelhafter E-Mail-Chat ist. Das ist für mich einfach der ultimative Mehrwert, den Spyderco für mich hier bietet. Ja, Und safe. das im Zusammenlauf mit dem, was dann in der Zusammenarbeit per se passiert, Mhm. welche Marke das ist für mich halt einfach so dieses Chefskiss, das ist es. Ne? Ja, Und weil du gerade meintest, dass du noch Projekte planst. Willst du was anreißen? habe ich ja schon. Also die aufmerksame Zuhörerin hat das in dieser Folge mitgehört. Aha, aha, aha. Ne? Ja. Ja. Bei mir soll es auch noch mal, das hatte ich mir tatsächlich jetzt letztens überlegt, für jeden kleinen oder für jedes Messer von Spyderco, was ich habe, halt eben soll es da mal einen richtig schönen Edit geben. Dass es da noch mal so ein richtig angepasstes, themenbasiertes, ja, themenbasierter Full-Edit wird. Und dann auf jeden Fall auch noch mal schauen. Gerade jetzt mit dem Herbst und dem Winter-Flair halt eben, welcher jetzt kommt, so, da kannst du richtig schön reingehen. Jo, da werden wir mal schauen, dass wir dann noch mal ein paar richtig gute Bilder hinbekommen, würde ich sagen, ne? Auf jeden Fall. Besser ist es. Ja, sehr. Das ist ja schließlich dein Metier. Ja, Ne? da müssen wir noch mal Ja, hin. genau. Das eigentlich schon, also
Ich habe tatsächlich gerade gar nicht mehr so viel, außer halte die Augen auf. Hier wird es in Zukunft noch deutlich mehr Content geben auf den beiden Kanälen. Rund um Spyderco. Und ich bin mega gespannt, was das alles in Zukunft noch für uns parat hält. Was mir auf jeden Fall noch so im Hinterkopf rumschwirrt, ist, dass was richtig cool wäre, wenn wir das hinkriegen würden, dass wir die Jungs einfach mal besuchen könnten. Ja, das wäre natürlich auch stark. Dass wir vielleicht mal anpeilen, dass wir da mal nächstes Jahr mal irgendwie hinkommen. Weiß ich nicht, mal eine Woche lang einen Prozess begleiten oder wie auch immer und dann in Form, Foto, Sprache, wie auch immer, das Ganze mal begleiten. Das wäre echt mal eine richtig coole Nummer. Ja, auf jeden Fall. Das wäre schon. Machen wir mal Betriebsausflug hier. Ja, genau. Ja, das wäre das wäre schon eine harte Nummer, ey. Ja, aber ganz ehrlich, warum nicht? Ja, wenn es geht, auf jeden Fall. Ne? Genau. Bin ich der Letzte, der dazu Nein sagt. Ja, ich würde nicht mitkommen. Ich habe keine Zeit. Ja, ich weiß. Das ist gut. Ja, und dann würde ich an dieser Stelle sagen, auch wieder eine kurze, schöne Snackable-Episode heute. Mit 36 Minuten Laufzeit. Aber ich glaube, zu dem Thema jetzt gerade ist soweit alles gesagt. Wenn du jetzt natürlich gerade noch dich was umtreibt, was Spyderco angeht, oder du generell einfach eine Frage an uns hast, lass uns das gerne wissen über Instagram, persönliche Nachricht, als Kommentar zu dem Post zu dieser Folge oder als Kommentar auf Spotify, YouTube, wie auch immer. Uns erreichen kannst du auf jeden Fall. Fragen stellen kannst du auch jederzeit. Wenn dir diese Folge gefallen hat, überleg dir doch, ein Follow dazulassen und ein Like dazulassen. Und ich würde sagen, an dieser Stelle, wir hören uns. Ich wünsche euch bei dem, was ihr macht, tut ganz viel Erfolg. Steckt den Kopf nicht allzu lange in den Sand. Und ja, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.